Moin Moin zusammen, hier bei Contemporary Brass Music. Wir haben 7 Uhr, 30 Grad und da fällt mir natürlich nichts Besseres ein, als ein Video über Funktionalität beim Trompetespielen zu machen. Ist ja klar, was soll man morgens um 7 Uhr sonst machen? Vor allen Dingen, wenn man sich im Urlaub befindet, hier im Spanischen Kanals. Ich habe einen Wasserschlauch in der Hand und das ist auch das Thema heute Morgen. Also, ich möchte euch anhand des Wasserschlauchmodells die Funktionalität bei Blechblasinstrumenten erklären und let's get started. Also, die Wasserleitung oder das Wasserkraftwerk stellt die ganze Zeit Wasser zur Verfügung. Ja? Ich kann jetzt hier den Hahn aufdrehen, dann kommt da einfach Wasser raus. Das ist ja nicht selbstverständlich, das ist ja eine tolle Sache. Und das ist auch beim Trompetespielen eine tolle Sache, das ist nämlich unsere Stütze. Das hier stellt die ganze Zeit Luft zur Verfügung, ja? Genauso wie die Wasserleitung oder das Wasserkraftwerk uns Wasser zur Verfügung stellt. Wenn ich das Ding hier aufdrehe, ja, kommt einfach was raus, ja, oder auch nicht. Moment. Ja, der Teufel steckt wie immer im Detail. So. Alles klar. Das ist unsere Stütze. Hier nochmal. Es kommt kraftvoll, konstant und kontrolliert Wasser aus der Wasserleitung. Das ist einfach die ganze Zeit verfügbar. Ja? Das ist unsere Stütze. Der Wasserhahn symbolisiert unsere Stimmbänder. Damit kontrollieren wir nämlich die Menge. Also, ich drehe mal ein bisschen auf, kommt ein bisschen raus, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ja? So, bis er ganz aufgedreht ist. Das heißt, ich habe jetzt die größte Menge zur Verfügung. Das ist unsere Lautstärke. Die Lautstärke regulieren wir also mit den Stimmbändern. Und das dritte Glied in der Kette ist dann der Daumen auf dem Schlauch. Und mit diesem Daumen reguliere ich, wie weit das Wasser spritzt. Ich mache es mal vor. So, da kriegen die Orangen da hinten auch noch was ab. Zack, zack, zack. So, jetzt mache ich eine weg. Drauf. Okay. Und der Daumen steht für die Zunge. Die Zunge reguliert den Druck, wie weit das Wasser spritzt. In diesem Fall, wie schnell die Luft ist. Ich habe ja jetzt die gleiche Menge und die Menge muss durch eine kleine Öffnung. Dadurch erhöht sich der Druck. Und so funktioniert das auch bei uns im Mundraum mit der Zunge. Der Luftkanal der Zunge bestimmt quasi den Druck und damit die Tonhöhe. Das heißt, die Zunge ist komplett für die Tonhöhenregulierung verantwortlich. So, nochmal zusammengefasst. Stütze gleich Wasserkraftwerk. Die Luft wird überhaupt erst bereitgestellt, sie ist da. Und zwar kontrolliert, kraftvoll, komprimiert und konstant. Dann zweites Glied in der Kette, die Stimmbänder. Das ist unser Wasserhahn. Menge gleich Lautstärke bzw. Dynamik. Und das dritte Glied in der Kette, die Zunge, das ist der Daumen auf dem Wasserschlauch, gleich Druck, gleich Tonhöhe. Und viertes Glied in der Kette wäre dann die Lippe. Die kommt erstmal gar nicht vor, weil, also die kam bis jetzt noch gar nicht vor, ganz einfach, weil es erstmal viel wichtiger ist, die Luft von hier nach da zu befördern. Da können unglaublich viele Dinge passieren. Die Stütze muss gut funktionieren, die Stimmbänder sollten reibungslos laufen und die Zunge muss natürlich ihre Arbeit machen. Und wenn das alles gelaufen ist, dann ist das für die Lippe eigentlich ein Kinderspiel, mit der Luft umzugehen. Die Lippe stellt nämlich eigentlich nur eine Gegenkraft für die Kraft Luft dar. Das Ganze könnt ihr so ein bisschen wie ein Ventil beim Kompressor sehen. Ja? Und wenn der Kompressor nicht funktioniert, dann tauscht ihr auch nicht das Ventil aus, sondern ihr müsst den Motor reparieren. Und das ist bei uns genauso. Und wenn ihr das beherzigt, dann, oder wenn ihr das mal verstanden habt, dann wird euch auch klar, was ihr üben müsst, welche Priorität ihr auch setzen solltet. Denn es ist ein Blechblasinstrument, es funktioniert mit Luft. Das heißt, man muss nicht von hier denken, sondern man muss einfach von da denken. Und wenn wir das einmal richtig verstanden haben, dann durchdringt das unsere ganze Strategie beim Üben und entlarvt vor allen Dingen natürlich auch Strategien, die völliger Bollock sind. Und genau, ich gehe jetzt aber erstmal frühstücken.
Es ist schweineheiß hier und danach lege ich mich mit dem Bierchen an den Pool und ihr könnt ja schon mal anfangen zu üben. Ne? Bis dann. Tschüss.